Willkommen beim Meilencoach. Ja, hinter mir seht ihr eine wunderschöne 747-800, The Queen of the Skies, mit der ich heute von Frankfurt nach Chicago O'Hare fliegen darf. Und zwar in der Business Class. Ich habe das Ticket über Miles & More gebucht. Die exakten Konditionen werde ich euch im Laufe des Videos noch mitteilen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe einerseits einen tollen Sitzplatz auf dem Oberdeck, Platz 83a ergattert. Ich denke, das wird besonders sein. Zum anderen bin ich sehr gespannt, was sich die Lufthansa hat einfallen lassen, um die Zeit bis zur Einführung der neuen Kabine Allegris zu überbrücken. Was passiert mit dem Service? Ja, wie wirkt die Kabine? Wie ist die Crew? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und ja, die Maschine ist immerhin schon 9 Jahre alt. Erstflug war 2014. Mal sehen, ob man ihr das ansieht oder ob sie gut gewartet und aufgehübscht ist. Also, seid gespannt. Gleich geht's los. Hier sehen wir schon mal die reguläre Business-Class-Kabine im Lower Deck. Ich darf dann gleich ins Upper Deck. Schaut auch sehr schön und sehr ordentlich aus. Sind wir auf dem Upper Deck, noch keiner da. Eine 2-2-Konfiguration, sehr privat wie ein Wohnzimmer. Hier sieht man nochmal die gesamte Kabine von vorne. Jetzt kommen auch die ersten Gäste. Die Plätze hier ganz vorne kann ich doch sehr empfehlen, wird sehr privat, sehr schön und hinten ist dann sozusagen eine kleine Theke. So, die 83a, das wird heute mein Sitz sein. Das finden wir am Platz, ein schön großes Kissen und noch eine Decke zum Schlafen. Hier sehen wir die Fußablage und hier der Blick aus der Kabine. Ja, der Sitz ist ganz aus Stoff, mit einer kleinen Leselampe versehen. Dann haben wir hier reichlich Ablagefläche. Auch noch unten. Fußbreite ist groß. Bildschirm ist auch absolut akzeptabel. Es gibt größere, aber kann man überhaupt nicht meckern. Genau. So sieht der Sitz aus. Man sitzt ein bisschen schräg, aber das stört gar nicht. So, ich bin jetzt im Liegehals. Die Beine wirken ein bisschen eng. Man liegt flach. Ich weiß nicht, wenn es eine Auflage gäbe, wäre es, glaube ich, besser. So ganz eben fühlt es sich nicht an. Die Decke schaut schön aus, gute, schwere Qualität, gemütlich. Daran wird man gut schlafen können, wenn man das möchte. Ich fühle mich sehr wohl. Der Sitz ist gut gepolstert. Mal sehen, wie er sich dann anfühlt, wenn man länger drauf liegt. Soweit? Ein guter Eindruck. Hier schon mal ein erster Eindruck von dem Bildschirm. Also das ist die Größe, ist größer als ein Tablet, also eigentlich ganz angenehm. Was das In-Flight Entertainment zu bieten hat, erzähle ich euch dann später. In der Mittelkonsole zwischen den beiden Sitzen ist auch eine Steckdose zum Aufladen der Geräte. Was findet sich in der Tasche, die auch gleichzeitig das Amenity Bag ist? Strümpfe, dann so Schutzmasken für die Kopfhörer, Zahnpasta mit Lufthansa-Design, von Porsche-Design, eine Gesichtscreme und eine Hand- und Bodycreme und noch so ein kleines Pfefferminzbonbon zum Lutschen. Sicherlich keine schlechte Idee. Ist nicht spektakulär, aber absolut ordentlich und die Idee mit der Tasche finde ich super. Wir wurden von unserer Purserin Petra sehr freundlich begrüßt, auf Deutsch und auf Englisch, und ja, man zeigt sich hier servicewillig und freundlich, und ich habe ein Sekt angeboten bekommen, aber auch Orangensaft und Wasser. Ich habe mich heute für den frisch gepressten Orangensaft entschieden. Der Tisch ist hier seitlich versenkbar und hier ist auch nochmal eine Kontrolleinheit. Der Tisch ist jetzt nicht riesig, wie ihr gesehen habt. Und was schade ist, dass er nicht beweglich ist. Das heißt, wenn man raus will, dann muss die Kopfhörer sind von der Marke Akane. Kopfhörer sind tatsächlich Noise Cancelling, also man merkt es deutlich, sie sind on-ear nicht groß drüber hinaus, aber
macht einen guten Eindruck. Mal schauen, wie nachher der Ton ist, wenn ich das Entertainment System angeschaut habe. Hier mal die Speisekarte. Die ist hübsch im Oktoberfest-Design. Das fällt jetzt auch gerade in die Jahreszeit. So, was gibt es heute zu essen? Als Vorspeise einmal ein Kalbsrücken mit Zuckerschoten, dann ein geräuchertes Lachsfilet und Karotten mit Yuzu-Mayonnaise, Salate. Eine Hauptspeise kann man wählen zwischen einem klassischen Backhändel an Senfkartoffeln, Heilbuttfilet mit Gemüse oder gebratene Polenta mit Pfifferlingen. Und dann gibt es noch Käse und Dessert. Also das klingt alles sehr gut. Ich habe übrigens, und das habe ich in dem anderen Video auch euch schon gezeigt, ein Essen vorbestellt. Und zwar, da gab es nämlich noch die Option, ein Rinderfilet haben zu können. Und ja, mal schauen, ob das klappt, ob ich das auch wirklich bekomme. Und dann kurz vor der Landung gibt es dann noch einen bayerischen Wurstsalat und Gemüsemaultaschen mit Rapsblüten und eine bayerische Creme. Also sehr bayerisch, sehr Oktoberfest-like. Gute Idee, Lufthansa. Die Kabine ist voll besetzt, aber trotzdem wird alles sehr clean, aufgeräumt und elegant. So, hier seht ihr die Treppe, die ich gerade runtergehe. Noch ist die Tür offen. Und auch hier sehen wir die Business Class im Untergeschoss und ganz hinten die First Class. Oh, jetzt habe ich sogar ein heißes Tuch schon mal bekommen. Das tut sehr gut. Schön heiß, schön frisch. Gut, hier habe ich noch dieses sehr nette Oktoberfest Amenity-Kit geschenkt bekommen. Ja, vielleicht fällt mir irgendwas Nettes ein und ich verlose das unter meinen treuesten Mitgliedern. So, die Begrüßung hat stattgefunden. Die Purserin ist vorbeigekommen, hat alle Gäste mit Status, Senator und Trons begrüßt, also mich auch. Und bis jetzt ist die Stimmung sehr nett. Auch andere Passagiere werden sehr, sehr nett behandelt und sehr höflich, auf Deutsch, auf Englisch. Heute zum Aperitif gibt es ein Champagner von Lançon. Das Bild blende ich ein. Und warme Nüsse und Wasser und sonst, was man eben alles auch so haben möchte. Also, ich glaube, es wird ein guter Flug. Alles sehr sympathisch und ja, ich bin auf das Essen gespannt, auch ob das mit der Vorbestellung klappt, ob ich sie daran erinnern muss, ob es von alleine kommt. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Bis dann. Jetzt wurden uns die Vorspeisen gebracht. Ich habe mich für das Lachsfilet entschieden mit den Salaten und auch der Champagner passt sehr gut dazu. Also, ich habe gerade mal die Vorspeise probiert. Und der Lachs ist sehr fein, nicht so wahnsinnig dünn geschnitten, also ein richtig schönes Filet. Zart im Geschmack, sehr angenehm. Die Blattsalate sind frisch, ein gutes Dressing. Das Brot ist sogar warm, aber obwohl es kross ist, ein bisschen trocken. Also irgendwie vielleicht wieder aufgewärmt. Aber dennoch stimmig, der Champagner passt sehr gut dazu, also eine gute Vorspeise. So, ich habe tatsächlich das Beef, was ich vorbestellt habe, das Rinderfilet bekommen. Und die nette Stewardess hat mir 3 Rotweine angeboten, ein Bordeaux Cuvée, ein argentinischen Merlot und noch ein Cabernet Sauvignon aus Chile. Alle Bilder werde ich einblenden, sind alle hervorragend, aber da ich körperreiche, kraftvolle Rotweine bevorzuge, ist der Argentinier und auch der Chilene gefallen mir noch besser als der Bordeaux. Also, und das Rinderfilet ist zart, es ist nicht zu durchgebraten, es ist auf dem Punkt, geschmacklich sehr gut. Es könnte vielleicht ein Ticken heißer sein, aber eine sehr gute Wahl und wie gesagt, die habe ich vorbestellt. Wie das funktioniert, habe ich in dem Video erklärt, anbei nochmal die Infokarte und kann ich nur sehr empfehlen, das zu tun. So, zum Nachtisch gibt es noch eine Kuchenschnitte mit Schokolade und roter Grütze und Crumble und einen kleinen Käseteller und auch ein frisch gebrauter Espresso. Also finde ich richtig gut. Ich bin gespannt auf den Geschmack. Es gibt noch hier Amenities mit Earplugs und einer Schlafmaske, Kamm, Mundwasser.
Boden ist leider nicht sehr sauber, da hätte man noch mal nachschauen können. Das Entertainment-Programm bei Lufthansa ist gewohnt vielfältig. Man kann in verschiedenen Menüs nachschauen. Leider ist der Monitor wenig berührungsempfindlich. Ab und zu mal funktioniert es, aber hauptsächlich musste man es über die Fernbedienung bedienen, was umständlich ist und nicht wirklich userfreundlich. Aber das Programm war in Ordnung. Ich mache es mir jetzt gemütlich, die Decke ist kuschelig, ich schaue mir einen Film an. Und ja, auch ist die Kabine erstaunlich ruhig mit 42 Dezibel. Wirklich angenehm. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen die Gemüse, Ravioli oder Maultaschen probiert. Die sind erstaunlich lecker, sehr gut abgeschmeckt. Schöner Pasta, nicht pappig, schmeckt fast wie hausgemacht, also wirklich sehr, sehr gut. Und auch mit die Spinatfüllung lecker und eine schöne Buttersoße, aber trotzdem nicht zu fett, also erstaunlich gut. Nachtisch habe ich nicht probiert, kommt gleich. Also ich habe auch gerade hier den Klingeltest gemacht, nach 32 Sekunden war, obwohl eigentlich schon so ein bisschen vorbereitet war für die Landung, die freundliche Stewardess da und hat mir ein Wasser gemacht, also klasse, schnell reagiert. Also während ich hier gerade meinen Nachtisch esse und den Espresso genieße, der wirklich heiß und kräftig aus der Maschine kommt, mein Fazit zu dem Flug. Also fange ich mal mit der Crew an. Extrem nett und freundlich, aber auch absolut professionell, sehr engagiert, sind ständig mit Getränken durchgegangen. Jeder Wunsch wurde von den Augen und von den Lippen abgelesen, also das war wirklich toll. Also fast schon ein First-Class-Gefühl und nicht nur ein Business-Class-Gefühl. Das Essen erstaunlich gut. Ich kann sehr empfehlen, das Essen vorzubestellen und das Rinderfilet war ausgezeichnet. Auch die anderen Dinge sahen gut aus, aber ich fand, dass es doch besonderer war als jetzt das Fischgericht, was ich so bei meinem Nachbarn habe sehen können. Auch das Gericht vor der Landung ist nicht nur irgendwie was Kaltes, sondern wirklich diese warmen Ravioli, wirklich sehr, sehr gut gemacht, eine leckere bayerische Creme und dazu auch noch kleine Pralinen, also wirklich ganz toll. Das Hauptprodukt, der Sitz ist halt einfach der alte Sitz. Man liegt bequem, ich habe ganz gut drauf ruhen können und schlafen können. Es ist auch genug Platz, auch für die Beine, was natürlich noch Old School Lufthansa ist. Es gibt praktisch keine Privatsphäre. Also wenn man mit einem fremden Menschen neben sich hat, dann man kriegt alles mit und man kann keine Trennwand oder sowas hochziehen. Ist einfach so. Aber das wird sich ja in Zukunft ändern. Auf der anderen Seite kommt man ins Gespräch, was ja auch wiederum was für sich hat. Das Entertainment-System ist sehr alt. Also der Monitor ist zwar berührungsempfindlich, braucht aber ewig. Es gibt aber dann Fehlaufrufe. Man drückt auf was und es kommt das Programm davor oder danach. Es ist auch sehr unübersichtlich gestaltet. Also es gibt zwar jede Menge Filme, aber die Icons sind so klein, dass man kaum erkennt und mehr oder nur durch Glück irgendwas findet. Aber die Filme sind gut und es gibt aktuelle, es ist theoretisch auch alles gut kategorisiert, aber sehr schlecht sichtbar. Vor allen Dingen, wenn die Fenster noch offen sind, ist die Auflösung also hundsmiserabel, man sieht fast gar nichts. Also man muss wirklich hier total verdunkelt haben, um dann ein gutes Bild zu haben und dann ist es auch in Ordnung. Aber ja, das wird sich sicherlich ändern, wenn Allegris eingeführt wird. Aber dennoch ist es ein sehr schönes Business-Class-Gefühl. Es ist toll, hier oben in der 747 in dem kleinen Wohnzimmer, nenne ich es jetzt mal, zu sein. Also es hat was Privates, was sehr Exklusives und man wird wirklich sehr gut umsorgt. Also durchaus zu empfehlen. Ich habe auch versprochen zu sagen, was ich jetzt bezahlt habe. Ich habe für diesen Flug 56.000 Meilen gezahlt und ungefähr 140 € an Steuern. Das war ich relativ fair.
Es gab leider kein Meilenschnäppchen, was ich hier sonst propagiere. Die Strecke Frankfurt-Chicago oder München-Chicago war nicht dabei. Insofern musste ich den regulären Preis zahlen, aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall wert und würde ich wieder so machen. Ja, also herzlichen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt und viel Spaß und alles Gute vom Mindcoach. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann auf jeden Fall bitte Thumbs up. Abonniert meinen Kanal, es kommen weiterhin viele spannende Dinge. Schaut euch auch die Dinge an, die ich schon hochgeladen habe. Sehr viele Insider-Tipps zum Thema Miles und More, Schnäppchenjagen und ja, interessante Flight Reports, die für euch vielleicht interessant sind, weil ihr dieselbe Strecke fliegen werdet oder vielleicht es vorhabt. Also alles Gute und bis bald.